Hallo meine Lieben, heute geht es um ein paar ernste Themen, aber das muss jetzt mal sein. Nach dem Intro geht's los. Ich komme gleich zum Punkt. Ich werde angeklagt, einen Autokäufer erstochen und beraubt zu haben. Und deswegen bin ich bei Richter Alexander Holt vor Gericht. Hier kann man es auch sehen. Die Namen werden ja bei sowas immer geändert. Die Gebrauchtwagenhändlerin Silke Stein ist angeklagt, einen Kunden erstochen und beraubt zu haben, als der Mann seinen Wagen in bar bezahlen wollte. Soll die Angeklagte ihre Chance gesehen haben, ihre finanziellen Probleme zu lösen? Was denkt ihr jetzt über mich, wenn ihr sowas hört oder liest? Ich denke mal nichts Gutes, oder? Ich habe es natürlich nicht gemacht, ist ja wohl klar. Aber tut mir mal den Gefallen und gebt mal in die Google-Suchmaschine die Autohändlerin ein. Dann bekommt man genau das hier oben rechts präsentiert. Wer mich jetzt nicht kennt, verbindet doch sofort mein Gesicht mit einer Mörderin. Das kann doch alles nicht wahr sein, oder? Die nehmen einfach ohne meine Erlaubnis mein Bild und werben damit für ihre Gerichtsserie Richter Alexander Holt. Und mein Gesicht wird als Mörderin hergenommen. Eine Serie, die eigentlich für Gesetz, Recht und Ordnung steht. Und die begehen gleich 2 Straftaten. Erstens eine Urheberrechtsverletzung nach § 106 Absatz 1. Und darin steht, wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werks vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Und die zweite ist Rufschädigung. Nach § 186 StGB üble Nachrede. Darin steht Folgendes. Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe. Und wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten eines Inhalts, § 11 Absatz 3, begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das ist doch unglaublich. Da fehlen einem wirklich die Worte, was hier abgeht. Ich habe auch schon eine Beschwerde mit der Forderung, mein Bild von dort zu entfernen, eingereicht. Das ist aber schon ein paar Wochen her und nichts ist passiert. Das war mir schon fast klar. Darum mache ich das jetzt öffentlich, um so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich zu bekommen. Damit die Großen langsam damit aufhören zu denken, dass sie einfach mit uns kleinen Leuten machen können, was sie wollen. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Auch wenn ich hierfür einen Strike kriegen sollte, das ist mir egal. Das Risiko gehe ich ein. Aber wie gesagt, ich lasse mir das nicht gefallen. Vielleicht weiß ja einer von euch, was man dann noch machen kann. Also ich bin für jeden Tipp sehr dankbar. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Viele Zuschauer schreiben mir immer noch, dass ich an ihrem Fahrzeug Reparaturen durchführen soll. Ich habe es zwar schon so oft gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal. Ich repariere keine Fremdfahrzeuge. Und das sage ich nicht, weil ich keine Lust habe, sondern weil ich es rechtlich gar nicht darf. Ich bin kein Meisterbetrieb. Ich dürfte nicht mal ein Auto von euch auf meiner Hebebühne hochheben, da man eine sogenannte UVV-Prüfung dafür braucht. Aber wenn ich in Zukunft mal eine Meisterwerkstatt eröffnen sollte, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Nächstes Thema. Die Musik im Hintergrund, die ich immer habe. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Der eine mag das, der andere wieder nicht. Aber es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum bei mir die leise Hintergrundmusik läuft. Ich habe ja keine Millionen auf dem Konto und das macht sich auch an meinem Kameraequipment bemerkbar. Ich habe nur ein günstiges Mikrofon und das hat ein Grundrauschen, was man ganz leise immer im Hintergrund hört. Und das ist bedeutend schlimmer als die Musik, das könnt ihr mir glauben. Und durch die leise Musik übertöne ich das Rauschen. Und der Schall wird dadurch auch ein bisschen weniger. Also wisst ihr Bescheid. Dann haben mir viele geschrieben, wann es endlich am E36 weitergeht. Also wenn es nach mir gehen würde, sofort. Nur ist es in der Realität nicht so wirklich machbar. Ich habe ja für fast 900 € die Kolben für meinen Motor gekauft. Und die kamen ja die ganze Zeit nicht. Darüber habe ich euch ja berichtet. Jetzt könnte ich theoretisch eine Hinterachse weitermachen und die komplett erneuern. Nun würden die ganzen Teile locker 300 bis 400 € kosten, wenn man vernünftige Teile nimmt. Aber woher das Geld nehmen, wenn nicht stehlen? Wer kann schon jeden Monat 1000 bis 1200 € für sein Hobby ausgeben? Also ich kann es nicht. Darum dauert ein Projekt bei mir immer mehrere Jahre. Anders kann ich sowas gar nicht finanzieren, denn hier fließen noch locker 5.000 bis 7.000 € in die Wand, bis er richtig fertig ist. Vielleicht sollte ich wieder anfangen, nebenbei mit Autos zu handeln. Das Gewerbe habe ich ja noch angemeldet. Da könnte ich mir zusätzlich noch ein paar Kunden dazu verdienen. Da würden bestimmt auch noch ein paar gute Videos bei rauskommen. Aber leider ist es immer schwierig mit der Zeit. Ich habe ja nur ein Leben und 24 Stunden. Mal schauen. Dann kommt immer noch die bucklige Verwandtschaft dazu. Die haben auch immer was zu tun an ihren Karren. Da kann ich ja auch nicht Nein sagen. Denn die helfen mir auch immer sofort, wenn was ist.
Und dann muss ich auch mal ein paar Smart-Videos drehen. Willkommen in meinem Leben. Da müsst ihr jetzt mit mir zusammen durch. Denn hier auf dem Kanal spiegelt sich so ein bisschen mein Leben wider. Also bitte habt ein wenig Geduld mit mir. Wie schon erwähnt, sind die Kolben nun endlich angekommen. Zwar nicht wie angekündigt, sondern ein paar Tage später. Aber ich bin froh, dass sie überhaupt angekommen sind. Hat ja nur 2 Monate gedauert. Aber ihr braucht nicht denken, dass sich die Bude bei mir entschuldigt hat für die lange Lieferzeit. Oder mir einen Preisnachlass angeboten hat. Nix. Dem mir damals mal einen Gutschein von 100 € angeboten. Aber ich habe denen gesagt, dass sie sich den dahin stecken können, wo keine Sonne hinscheint. Da werde ich bestimmt nichts mehr kaufen, das ist ja wohl klar. Im nächsten Sonntagsvideo geht dann endlich der Motor weiter. Schaut mal hier. Stahlwerk hat mir eine Akkuflex zum Testen geschickt. Damit habe ich was ganz Spezielles vor. Ich werde den ultimativen Härtetest mit der machen. Und die gegen meine D-Volt Flex antreten lassen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen unfair, weil die ja doppelt so viel kostet. Aber ich will sehen, was die wirklich drauf hat. Und ich werde die so richtig quälen. Ich liebe ja extreme Werkzeugtests. Das Video kommt aber erst in ca. 2 bis 3 Wochen. Zuerst kommt ja der Motor. Ich habe für euch auch eine ganze Menge bei Stahlwerk rausgeholt. Im Video werden die ganzen Sachen hier auch noch verlost. Da gibt es 5-mal dieses Paket. Da sind 2 Tassen mit dabei, 2 Schlüsselbänder, eine Toolcard und ein Cappy. Dann gibt es 5-mal dieses Paket. Da sind 5 Paar Arbeitshandschuhe der Größe S bis M mit dabei. Eine Magnetschale, ein Alu-Cuttermesser und ein Gliedermaßstab. In der Praxis auch Zollstock genannt. Des Weiteren gibt es jeweils 3-mal einen Lackierpistolenhalter mit Magnetfuß. Und jeweils 3 Magnethalter für den Schlagschrauber. So ein Ding muss ich mir unbedingt noch organisieren. Der ist super praktisch. Den macht man einfach an seine Hebelbühne dran. Dann kommt hier der Schlagschrauber rein und hier oben die gängigsten Schlagschraubernüsse. 17, 19, 21, 24 zum Beispiel. Das Teil ist super. Und sowas kostet bei Stahlwerk nur 15 €. Echt ein Schnäppchen. Das wird ein richtig gutes Video. Stahlwerk vs. D-Volt. Da dürft ihr jetzt schon gespannt sein. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn ihr noch einen guten Tipp in Sachen Urheberrechtsverletzung habt, wäre ich euch sehr dankbar. Dann schreibt es in die Kommentare oder per Mail. Die findet ihr in der Kanalinfo. Und wenn ein Verantwortlicher für die Sendung Richter Alexander Holt das hier sehen sollte, nehmt ein Bild aus der Werbung daraus. Es wurde ohne meine Erlaubnis verwendet. Ich bin keine Mörderin. Vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.